Willkommen Krypto-Fam zu einem etwas anderen Video. Bevor wir mit dem Video beginnen, möchte ich mich erstmal bei euch allen bedanken, da ich die 100 Abonnenten auf YouTube erreicht habe. In so kurzer Zeit hätte ich nicht gedacht. Freut mich mega. Macht mir auch richtig Spaß, hier das alles weiterzumachen. Und auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an euch alle. Wir machen direkt weiter. Wir sind gerade auf der BlackHole Finance Webseite. Und warum ich heute dieses Video mache, ist, da es hier, einen Moment, hier ca. 3000, 6000% APY gibt. Falls ihr Lust habt, könnt ihr da 5 Euro reinstecken. Ich werde es jetzt auch ungefähr mit 5 Dollar machen und werde es wahrscheinlich später nochmal 20 reintun. Bin auch gerade überlegen, ob ich es für 6 oder ein Jahr zum Staken tue, da es für 7 oder 1 Monat die Rewards nicht so hoch sind. Und ich denke, die 5 Euro oder 20 Euro in einem Jahr, wenn die nichts mehr wert sind, ist es auch egal, kann uns aber etwas oder beziehungsweise viel Geld rausbringen. Bevor wir aber hier anfangen und wir hier ein kleines Beispiel machen, gehen wir hier einmal auf die Docs. Die würde ich euch auch raten, einmal durchzulesen, dass hier auch wirklich, wirklich viel zu lesen gibt. Zum Beispiel gerade hier beim ersten Tab, was ist BlackHole DAO? BlackHole DAO ist ein DeFi Asset Management Protokoll, das das Ungleichgewicht zwischen der hohen Inflation und Deflation löst, indem es das Split-and-Merge-Prinzip benutzt. Kennt ihr vielleicht aus dem Aktienmarkt. Wie gesagt, schaut hier alles durch. Die ganzen Infos gibt auch hier schon beim Staken und Treasury DAO allgemein hier überall sehr viel zu lesen. Hier auch bei den BHO-Token, da seht ihr dann, wie viele Tokens es gibt, wie viele Tokens geburnt werden, wie viele hier wieder gemintet werden und hier ganz unten auch die BHO-Contract-Adresse. Heißt, wenn ihr den Token noch nicht auf eurem Metamask Binance Netzwerk hinzugefügt habt, macht es dort mal, dass ihr dann dort später auch eure Tokens seht. Und genau, wir gehen hier wieder zurück und ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Beispiel. Gehen wir mal auf PancakeSwap beziehungsweise wie jetzt bei mir. Ich werde hier um die 5 Dollar reintun. Ich mache es mit BUSD. Genau, was dann 5 BUSD sind. Genau, macht Sinn. Und wenn ich jetzt hier 5 BUSD benutze und mir dann die BHO kaufe, noch einmal kurz, dass ich im Kopf sind. Wir werden es mit einer 20% Slippage Tolerance machen, da sonst die Transaktion nicht durchgeht. Wenn wir jetzt hier auf Swap gehen würden, würden wir sehen, dass wir mindestens hier die 7,9 Millionen BHO Tokens kriegen würden. Heißt, wir kopieren die uns mal und gehen hier hin. Wenn wir dann hier auch unsere 0,33 Next Reward Yield Prozent sehen, geben wir die hier unten auch ein. Und wenn wir die dann für 7 Tage staken würden, würden wir weniger kriegen wegen der Slippage Tolerance. Aber sagen wir mal, wir machen es mit einem Monat und die Next Reward Yield Prozent bleiben gleich, bekommen wir schon hier etwas mehr. Sehen dann, dass es um die 50% gestiegen ist. Wenn wir dann aber hier aufs ein Jahr gehen und die 0,33% auch gleich bleiben, sehen wir es hier unten auch, habe ich die ganze Zeit übersehen, sind es 156 Dollar, bei 6 Monaten sind es, okay, 24 Dollar, bei einem Monat 5,50 Dollar und bei 7 Dollar sind wir im Minus. Heißt, ich würde es einfach mal für ein Jahr zum Staken tun, gerade wenn ihr nur 5 Dollar reintut, dann sind die, wenn die weg sind, später auch kein Problem. Dazu müsst ihr halt auch berechnen, gerade hier den Preis von BlackHole DAO, wir können hier mal auf All gehen. Genau, wenn wir es so betrachten, sehen wir schon, dass er höher ist als zum Beispiel hier, aber rechnet auch damit, dass Tokens geburnt werden und neue gemintet werden. Aber wie gesagt, bei 5 Dollar sollte es wirklich kein Problem sein, wenn ihr sagt, ich stecke da mal 15, 20, 30 Dollar rein, die ich verlieren kann. Und ich würde sagen, wir kaufen uns dann hier auch einfach mal die Tokens. Heißt, wir gehen zurück hier auf BUSD, drücken hier auf Max, sehen, wir können um die 5 Dollar BHO kaufen, sind dann hier nochmal auf das Zahnrad gegangen, um hier die 20% Slippage Tolerance einzugeben. Ich kann es euch gerade mal zeigen, wenn ich es schon mit 10 mache, funktioniert es nicht. Genau, und mit weniger auch nicht. Heißt, wir gehen auf die 20%, mit denen hat es bei mir geklappt. Bitte stellt sicher, dass ihr auch den Dark Mode drin habt. Genau, wenn ihr euch dann die 20% eingegeben habt, drückt ihr einfach auf Swap. Wir sehen, dass wir mindestens 7,9 Millionen Tokens kriegen. Drücken auf Confirm. Dann öffnet sich hier unser Metamask Wallet, natürlich auf der Binance Smart Chain. Wir drücken auf Bestätigen und sehen dann, dass hier unser Swap confirmed ist, unsere Transaktion läuft und wir dann auch schauen können, ob wir schon unsere Tokens haben. Laut PancakeSwap noch nicht. Hier sehen wir jetzt aber, okay, jetzt haben wir es und wir sehen, wir haben ungefähr 200.000 Tokens mehr gekriegt, hätten, ich glaube, 9,5 Millionen kriegen sollen, haben jetzt 8,1
und können dann hier wieder zurück auf Blackhole DAO und sehen, wenn wir hier jetzt unsere BHO-Tokens mal eingeben und für ein Jahr westen würden, wir haben 5 Euro reingesteckt und würden 160 bekommen. Heißt, wenn ihr da mehr reinsteckt, würdet ihr auch mehr bekommen. Und stellt euch einfach hier mal vor, das würde auf 1% hochgehen, dann würde das Ganze hier schon anders aussehen. Genau, auf jeden Fall sehen wir dann jetzt hier auf der Blackhole DAO Webseite und drücken hier erstmal auf Approve und warten, bis das Pop-up kommt, drücken auf Bestätigen und warten dann, bis wir staken können. Ihr könnt es euch auch anders kaufen, hier über die Bond-Funktion. Da habt ihr aber auch 5 Tage, genau 5 Tage Vesting und könnt ihr dann danach claimen oder direkt danach staken. Wie wir hier sehen, wurde das alles approved und wir können jetzt hier unsere Max-Tokens eigentlich staken. Wir laden mal die Seite neu, um zu schauen, ob es dann funktioniert. Und müssen nicht das Ganze approven. Genau. Jetzt sehen wir hier unsere 8,1 Millionen. Schauen wir nochmal, ob ich das richtig gesehen habe. Genau, 8,1 Millionen können die staken. Sehen auch, dass wir hier die 0,33% haben. Können die jetzt dann einfach mal zum Staken tun. Sehen hier auch unsere 5 Tage ROI-Prozent sind bei 5,1. Ist richtig gut. Und genau, drücken dann einfach auf Stake. Dann öffnet sich wieder unser Metamask Wallet und ich habe nicht genug für die Gebühren. Mache einen Cut rein, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich mir ein bisschen BNB geholt, dass ich genug für die Gebühren habe. Das heißt genau, wir machen direkt weiter, drücken wieder auf Max, drücken auf Stake, haben jetzt genug für die Gebühren, drücken auf Bestätigen und sehen dann gleich unsere BHO hier gestaked. Warten doch kurz, bis alles durch ist. Und jo, so, jetzt aktualisieren hier alle unsere Stats. Wir sehen, dass wir 0 unstaked haben, noch 0 SBHO gestaked haben. Hier sehen wir aber auch hier unsere Warm-Up Balance. Heißt, die geht 2 Epochen, dann wird es zu ganz normalem Staked SBHO. Hier sehen wir unser 0,33% Next Reward Yield und unsere ROI 5%. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Wartet nach den 2 Epochen, bis ihr dann eure BHO ganz normal gestaked seht. Und dann könnt ihr hier jetzt auch ausrechnen, beziehungsweise schauen, wie lange ihr die hier haben wollen würdet. Unstaken könnt ihr, soweit ich weiß, jederzeit, beziehungsweise erstmal nach den 2 Epochen Warm-up, dann könnt ihr die immer unstaken. Wie gesagt, macht mit 5 Euro, mit 10 Euro, mit 20 Euro. Ich denke, wenn es hier eine 3600-prozentige APY gibt, dann warum nicht probieren? Schaut hier die Bond-Funktion zum Beispiel durch, wenn ihr es darüber kaufen wollt. Hier die ganzen anderen Funktionen. Wenn ihr hier auf die Bridge geht, kommt ihr hier auf die AnySwap Bridge. Hier könnt ihr nochmal zurückgehen. Hier alle Dokumente natürlich anschauen. Auf Twitter einfach mal folgen und die Benachrichtigung aktivieren oder mir folgen. Ich werde euch alle Updates posten, alle Links in die Videobeschreibung packen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.